Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Inpainting. Inpainting scheint ein großes Bedürfnis zu sein, darüber mal ein Video zu machen oder zu schauen, aus eurer Sicht heraus. Und ich habe hier mal einen Inpainting-Workflow zusammengestellt, der für mich funktioniert. Und zwar, da können wir mal durchgehen. Ich fange an mit einem Loader und einem Sampler. Ich habe das jetzt mal nicht hier ausgeklammert. Ich habe es jetzt so gelassen, damit es ein bisschen einfacher ist. Ich benutze das Epic Realism. Ist irgendwie mein Lieblingsmodel. Das könnt ihr auch mit dem Stable Diffusion 1.5 Base Model machen oder jedem anderen Model. Vorausgesetzt. Ich gehe mal ins Epic Realism. Ich benutze das Pure Evolution V5. Und dafür gibt es auch eine Inpainting-Variante. Und ihr braucht beides. Also, es funktioniert auch mit Nicht-Inpainting-Models. Aber die Resultate sind dann nicht schön. Der Unterschied zwischen den beiden Varianten ist dann immer, dass das, ich sag mal Base-Model, also hier das normale Model ist trainiert für die Bildgenerierung. Und das Inpainting-Model ist immer so konzipiert, dass es auch umliegende Pixel mit berücksichtigt. Und das sorgt dann dafür, dass ihr weichere Übergänge oder überhaupt schöne Übergänge habt zwischen den Bildern, wenn ihr Inpainting macht. Okay, wir haben den Loader, wir haben den Sampler. Hier kriegen wir ein erstes Bild. Ich lasse es mal laufen. Ich habe ein Underwater Scenery genommen und zwei Textual Inversions, den Bad Dream und den Unrealistic Dream als Negatives. Das funktioniert ganz gut. Ich habe auch ein bisschen vorbereitet. Ich habe mal hier die Sampler auf Fix gestellt, damit wir auch schöne Bilder kriegen und nicht lange rumprobieren müssen. So, wir haben jetzt eine Underwater Scenery bekommen. Sehr schön, wie ich finde. Aus dem Sampler geht das Ganze in eine Preview Bridge. Und die Preview Bridge sage ich gleich, was wir damit machen können. Es geht weiter in ein VAE Encode for Inpainting. Das ist wichtig. Das braucht ihr. Das ist auch in den Standard-Notes von Comfy UI enthalten unter Latent Inpaint VAE Encode for Inpainting. Achso, hier unten, wir kriegen aus der Preview Bridge eine Maske raus, die hier auch das VAE Encode benötigt. Ich habe hier unten nochmal die Maske in ein Bild umgewandelt, damit wir sehen können, was da passiert im Hintergrund. Und das Ganze geht dann in einen zweiten Sampler rein. Und für den zweiten Sampler habe ich auch einen zweiten Loader. Und der lädt nämlich das Inpainting-Model von Pure Evolution V5. Und hat dann für später einen anderen Prompt, weil wir ja nur einen Bereich des Bildes ändern wollen. Die Pipe geht natürlich aus dem zweiten Loader für den zweiten Sampler. Das Latent kriegen wir aus dem VAE Encode for Inpainting. Und dadurch geht das Ganze in den zweiten Sampler, der für uns das Inpainting macht. Zum Schluss habe ich hier noch ein High-Res-Fix Scale von den Tiny Terra Nodes genommen. Also ist ein Upscaler. Ihr könnt hier jeden Upscaler reinbauen, den ihr wollt. Und jage das Ganze nochmal durch einen Sampler durch. Allerdings mit einer Denoise von 0,35 an der Stelle. Allein deswegen, damit das Bild, was ja hier komponiert wird, also wir nehmen ja hier das Hintergrundbild, wir werden da mit Inpainting Sachen hinzufügen. Und damit das alles noch ein bisschen einheitlicher wirkt, lasse ich dann am Ende nochmal im Upscaling Sampler ein bisschen, also einerseits natürlich wegen des Upsamplings, damit er nochmal ein bisschen Pixel ergänzt, aber andererseits auch, damit er die beiden kombinierten Motive so ein bisschen miteinander verschmilzt. Was ich hier unten noch gebaut habe, ist, ich habe hier noch ein Conditioning Combine genommen, allein damit der Sampler hier weiß, was er da überhaupt gerade rendern soll nochmal, damit das nicht aus der Pipe kommt, weil die Pipe hier oben hat ja nur unsere Underwater Scenery. Das hier drin.
Wir haben aber dann später noch einen Spoiler-Alarm, High, und das kombiniere ich, damit der Sampler weiß, er soll jetzt eine Underwater Scenery mit einem High rendern. Und das können wir jetzt mal direkt ausprobieren. Da kommen wir nämlich zur Preview Bridge, weil wenn man hier Rechtsklick drückt, hat man es nicht, genau. Und ihr fragt euch, was hat man da? Doch, hat man. Man hat es, oh, aber man kann keine Maske hier rausgeben. Okay, macht's doch Sinn. Puh, Schwein gehabt. Rechtsklick in die Preview Bridge, die kommt aus dem Impact Pack, finde ich aber super praktisch. Und hier können wir nämlich sagen, Open in Mask Editor. Und dann öffnet sich das Ding. Und hier können wir zeichnen, beziehungsweise maskieren. Ich nehme mal ein bisschen mehr Thickness hier unten drauf. Und sage, ich möchte jetzt hier irgendwie, hier so möchte ich jetzt einen High haben. So, dann drücke ich hier unten auf Save to Node und wir sehen jetzt, dass die Maske hier gespeichert ist. Und jetzt mal gucken, ob es klappt. Ich habe natürlich eine andere Maske jetzt als beim Testen. Ich drücke einfach nochmal auf Q. Hier unten sehen wir jetzt die Maske, die erstellt wurde. Die wird hier oben ans VAE Encode for InPainting geleitet. Und hier haben wir unseren High erhalten. Jetzt ist die Frage hier, ob uns dieser High an der Stelle gefällt. Ich finde, es ist schon nicht wirklich schlecht, aber es geht vielleicht besser. Der Seed auf dem zweiten Sampler hier oben. Ne, das ist der Mann. Wo bist du? Hier. Das ist der zweite Sampler. Den habe ich auf Fixed gestellt, weil der erste ist auch auf Fixed. Der wird uns jetzt immer das Bild erzeugen. Und da sich hier an den Nodes jetzt nichts mehr ändert, wird die Berechnung ab diesem Sampler weitergeführt. Das heißt, wir können jetzt ganz bequem hier an der Stelle einfach mal einen Seed hochgehen und Start drücken. Und jetzt kriegen wir einen anderen High. Ja. Natürlich läuft der Upsampler hinten noch. Ist der High jetzt gut? Ich weiß es nicht. Ich hätte gerne nochmal einen dritten High. Kurz warten, bis das Upsampling hinten durch ist. Ja, bei dem High lassen wir es einfach. So. Und man sieht nämlich hier, ich mache mal beide Bilder auf, das ist das aus dem zweiten Sampler, das ist das mit Upscaling aus dem dritten Sampler. Einfach damit das alles ein bisschen besser verschmilzt, mache ich noch das Upsampling dazu. Und selbst wenn es kein Upsampling ist, würde ich es nochmal durch den Sampler durchjagen mit einem geringen Denoise, damit einfach alles ein bisschen besser miteinander verschmilzt. Wir können jetzt nochmal andere Sachen ausprobieren. Wir können jetzt nochmal hier zum Beispiel auch reingehen und sagen Open in Mask Editor. Hier unten auf Clear drücken, dann ist die Maske weg. Was ich bemerkt habe, mal gucken, ob ich es reproduzieren kann, wenn man jetzt zum Beispiel hier nur so oben im Bereich was macht mit dem Wasser. Save to Node und sagen, wir wollen da ein High haben. Ja, man kann es reproduzieren. Da hat er echt Probleme mit. Nur im Wasser. Offenbar, ich habe es auch mit anderen Models ausprobiert, aber offenbar scheint das InPainting an der Stelle nicht so gut zu funktionieren. Mask Editor, wo bist du? Da bist du. Wenn man das allerdings hier unten macht, dann ist es nicht so ein Problem. Ich mache jetzt mal hier. Die Ecke wollen wir mal austauschen. Und hier hätte ich gerne mal a Diver. Einen Taucher. Ja. Können wir uns schon mal das Zwischenergebnis angucken. Was der Strich hier soll, weiß ich nicht. Warst du schon fertig? Jetzt. Ja, und jetzt hat er uns einen Taucher hier eingefügt, beziehungsweise eine Taucherin. Hier ist er ein bisschen durcheinander gekommen an der Stelle, aber auch hier könnte man
Ganz einfach sagen, wir gehen einen Seed weiter. Das ist sogar noch schöner. Das ist richtig cool. So. Gefällt mir. Richtig schön eingebaut in unsere Unterwasserlandschaft. Gut, den Workflow lade ich euch natürlich hoch auf Pastebin. Link findet ihr in der Beschreibung. Und ich werde jetzt nochmal eben einen anderen Workflow laden und dann gehen wir den auch nochmal durch. So, da ist er. Und zwar, im Prinzip ist die Kette hier in der Mitte das gleiche wie in dem Workflow vorher. Ich habe es allerdings noch mal ein bisschen ergänzt. Und zwar haben wir hier oben noch eine Load Image Node. Die wird ein bisschen skaliert, runterskaliert, damit sie wieder den Größen entspricht. Also das Bild wird skaliert in der Höhe. Hier habe ich ein paar Parameter, die können wir einstellen. Das werden wir gleich auch machen. Und das hier sind die verschiedenen Wege, die der Workflow dann eingeht. Hier unten habe ich einen Clipsec eingebaut. Das ist im Prinzip die Node, die wir schon im Video für das SAM geladen haben. Und zwar, ich schicke euch den Link unten rein. Ihr müsst die Node runterladen und die kommt dann in Comfy UI, Custom Nodes und Clipsec PY. Das ist diese hier. Einfach hier in den Custom Nodes Folder reinpacken. Ansonsten gerne mal auch im SAM-Video vorbeischauen. Die war nämlich, die brauchten wir für SAM, weil ein Wrapper im Impact Pack war das, meine ich, diese Node als Ursprung braucht. Die haben wir jetzt direkt hier mal eingebaut. Funktioniert ähnlich wie der SAM. Okay, dann haben wir hier unsere Preview Bridge, hier unten die Maske. Hier haben wir noch einen Switch drin, der auch die Wege, die wir hier oben einstellen können, dann unterschiedlich handelt. Und hier hinten geht es eigentlich weiter wie gehabt, nur dass ich in den Upscaler hier oben noch, Moment, das kam von, ach, das kommt von hier, okay, von den jeweiligen Output-Images, dass das dann wieder auf die gewünschte Größe hochskaliert wird. Dann geht es in den High-Res-Fix-Scale, beziehungsweise im High-Res-Fix-Scale wird es erst vierfach hochskaliert und dann auf unsere gewünschte Größe runterskaliert. Das ist der korrekte Ablauf. Und hier hinten ist dann wieder der letzte Sampler, der alles ein bisschen vereinheitlicht. Gut, ich lasse das einmal laufen. Ich gucke mal, müsste alles eingestellt sein. Ja, hier haben wir auch wieder das In-Painting-Model. Hier haben wir das normale Model. Ich starte die ganze Kette mal. Aha, aha, aha. Ein Error. Ja, die Bilder habe ich auch gelöscht. Wir nehmen einfach mal dieses, was ich gerade noch hatte. Ich lasse es nochmal laufen. Da motzt er auch nicht mehr. Offenbar erwartet er hier oben das Bild, was eingestellt ist. Die hatte ich aber gelöscht. So, was ist hier hinten passiert? Ach so, der Upscaling-Sampler hier hinten steht noch auf On Hold, damit wir erstmal hier vorne bisschen Bilder komponieren können. Gut. Übrigens, als Tipp, wenn ihr hier diese Liste hier verringern wollt, geht ins Comfy UI Verzeichnis und hier habt ihr einen Input-Folder und hier seht ihr schon, hier sind noch die aus dem Open Pose Video, was ich eben schon aufgenommen hatte. Löscht einfach hier, also macht diesen Ordner leer und dann sind die weg. Ist natürlich doof dann, wenn die Node hier oben noch irgendein gewisses File erwartet, weil es hier so eingestellt ist und das ist dann gelöscht, aber dann zieht halt irgendwas Neues rein und dann ist die Sache durch. Gut, wir können hier oben verschiedene Werte angeben in den grünen Nodes. Und zwar eine 0 bedeutet ohne Clipsec, eine 1 bedeutet mit Clipsec. Clipsec brauchen wir jetzt gerade nicht. Das würde bedeuten, der Workflow geht hier durch die Clipsec-Node. Bei der Node hier haben wir 0 bedeutet Load Image, also dieses hier, und 1 bedeutet Sampler. Wir stehen auf 1, das heißt, wir kriegen unser Bild aus dem Sampler. Und jetzt können wir nämlich hier hingehen
wie wir es auch eben schon im Workflow gesehen haben, und sagen hier Open in Mask Editor. Braucht ein bisschen mehr Thickness. Und jetzt ist der Hai ja irgendwie hier. Ich weiß nicht, was er da macht. Er surft unter Wasser auf Wasser. Ja, egal. So, wir gehen jetzt mal hin und sagen, wir möchten das hier mal ausgetauscht haben. So. Save to Node. Dann ist hier unten wieder alles maskiert. Und hier sagen wir mal nicht a Dolphin, das war ein anderer Test. Wir sagen mal a Reef. So, und gucken mal, was passiert. Ja, er hat uns jetzt ein Reef gemacht. Was ist das da für ein Punkt? Den würde ich gerne noch weghaben. Ich mache nochmal Open in Mask Editor. Und wir nehmen den Hai mal hier so ein Stückchen mit weg. So. Lassen das nochmal laufen. Ja, jetzt hat er uns hier unten ein Riff hingemacht. Also ganz schön proper Hai, du. Und jetzt können wir hier hinten nochmal sagen, wir machen den Sampler jetzt auch nicht on hold, sondern auf Sample. Und starten das Ganze nochmal. Und jetzt kriegen wir das hochskaliert. Ich habe jetzt eine Seitenlänge von 1440 Pixeln angegeben. Das dauert natürlich ein bisschen was. Gut am Schwitzen. Also die Grafikkarte, nicht ich. Ich sitze hier im kühlen Keller. So. Da ist er. Unser Hai mit einem Riff. Ist sehr schön geworden, wie ich finde. Was wir jetzt nämlich machen können, ist, wir gehen jetzt hier wieder in den Workflow rein und sagen, wir wollen jetzt nicht mehr den Sampler hier verwenden, sondern Load Image. Das heißt, wir schalten das schon mal auf 0. Und jetzt können wir hingehen, wir nehmen uns das Bild wieder, ziehen das hier oben rein. So, den Upscaling Sampler stelle ich wieder auf Hold. Dann braucht man nicht die Zeit warten, bis er fertig ist. Und wir sagen einmal Go. Ja, da hinten tickert noch was. Aber wir sehen jetzt, wir haben jetzt in der Preview Bridge das Bild, was wir gerade eben generiert haben. In einer kleineren Variante, weil ich das hier oben noch runter skaliere, wieder auf 512, damit der Sampler damit besser arbeiten kann. Stable Diffusion 1.5 ist auf 512 x 512 trainiert. Wir sagen wieder Open in Mask Editor und jetzt kann ich wieder hingehen und sagen, ich möchte hier vielleicht so Save to Node und hier möchte ich jetzt Chest Underwater. Mal gucken. Wir probieren es mal. So. Jetzt gucken wir mal, was bei rauskommt. Ich mache wieder Q-Prompt. Da hat er keine Chest gemacht. Gehen einen weiter. Hier hat er auch keine Chest gemacht. Vielleicht kommt er mit dem Underwater auch nicht zurecht. Das kann auch sein. Ja, da muss man immer mal ein bisschen gucken. Ein Old Chest. Kann er anscheinend gerade nichts mit anfangen. Huch. Treasure Chest. So. Aha. Ist aber keine Truhe. Das geht besser. Was ist das denn? Mehr aus wie ein altes Radio. An Old Pirate Treasure Chest. Gucken wir mal. Ah, schon besser. Das ist schon ziemlich gut. Ich will noch mal ein Bild weiter gucken. Na, das davor war besser, ne? Lassen wir das mal. So. An der Stelle können wir wieder unseren Sampler auf Sample stellen hier hinten und uns das Bild
auch nochmal vergrößern lassen. Und da ist er fertig. Wir schauen es uns mal an. Sehr schön. Jetzt haben wir aus dem Bild dieses Bild gemacht. Leichte Varianten sind natürlich da, ne, wegen dem letzten Upsampling-Prozess und so. Aber stilistisch gesehen haben wir jetzt schon alles, was wir hier brauchen. So, und jetzt probiere ich mal, ob der Workflow so auch noch funktioniert. Wir gehen jetzt hin und nehmen das Bild mit der Truhe, packen das wieder hier oben rein und sagen an der Stelle aber mal, wir möchten mal mit Clipsec arbeiten. Und im Clipsec habe ich eingegeben Shark. Also er soll uns den Hai selektieren und daraus automatisch eine Maske machen, weil wir sagen jetzt mal, wir möchten an der Stelle einen Delfin, kein Dolphon, sondern ein Delfin. Und das probieren wir mal aus. Hier stellen wir wieder auf on Hold, damit das Upsampling nicht jedes Mal läuft. Und wir schauen mal. Erkennt er den Hai? Ja, er hat den Hai grob erkannt. Und wir haben auch schon ein Bild bekommen. Ist das ein schöner Delfin? Es ist nicht unbedingt ein schöner Delfin, oder? Und noch besser, warte mal, der hat ja eine Schatztruhe. Da müsste der sich ja freuen. Geht das? Kann ich einen grinsenden Delfin haben? Oh. Ja, sind nicht die schönsten Delfine. Jetzt werde ich total abgedreht. Die 4 hier hinten war schon nicht schlecht. Ja komm, das ist doch ein Urlaubsschnappschuss, oder? Das ist zwar nicht unbedingt ein Delfin, aber was soll das? So, und jetzt lassen wir das nochmal hier eben in den Sampler laufen. Und lassen das mal upscalen. Und ja, im Prinzip, ne, könnt ihr hier oben steuern, welche Wege eingenommen werden. Ich lade euch den Workflow natürlich auch hoch. Und dann könnt ihr hier ein bisschen rumexperimentieren und rumspielen mit. Und Dinge selektieren, maskieren, selektieren lassen. Hier oben steuert ihr dann die endgültige Größe des Bildes. Ne? Ich bin gerade auf 1440p. Ihr könnt aber auch 1024 eingeben oder je nachdem, was ihr berechnen wollt. So, und jetzt schauen wir uns mal unseren extrem glücklichen, was auch immer, Fin an. Ja. Ja, ist happy, ne? Und leicht mutiert. Oder so ist das hier die Nase. Ist das... Ja, gut. So, jetzt sind wir von dem Bild. Na, eigentlich sind wir ja von dem Bild hier. Wir sind jetzt von dem Bild ausgehend über das Bild gegangen, wo wir dem Hai noch einen Riff spendiert haben. Haben ihm dann noch die 2 Schatztruhen spendiert. Und am Ende haben wir ein, was auch immer, Fin da draus gemacht. Ja. Ich hoffe, es war verständlich. Ich musste selber zeitweise mal schnell nochmal überlegen, was ich mir überhaupt bei der ganzen Geschichte gedacht habe. Ist schon wieder ein Tag her, seitdem ich das gebaut habe. Aber es funktioniert alles so wie gedacht und es ist eigentlich nachvollziehbar, hoffe ich. Vor allem auch mit dem kleineren Workflow am Anfang, der hier so die Mitte beinhaltet und dann außenrum noch ein bisschen dazu gebaut. Ja, spielt einfach ein bisschen damit rum, experimentiert und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.